Herbert Linge hatte einen 7. Sinn speziell an dem Formel-1-Rennen 1976, wo der Lauda mehr oder weniger sein Training hinter sich hatte, kommt er bei uns am Wagen vorbei und dann steht Herbert Linge, da steht mein Doktor und ich. Lauda kommt hinzu und fragt nochmal, wie sieht es jetzt sicherheitsmäßig aus, was habt ihr alles gemacht? Und Herbert Linge hat ja einen Streckenposten, der praktisch oben am Hang saß, oberhalb der Unfallstelle vom Lauda. Der hat ein Funkgerät gehabt und der hat es live miterlebt. Der war so aufgeregt. Unfall bei uns 25, ONS 25, das war die Nummer vom Funkgerät. Und dann hat er gesagt, Hans kommt ganz schnell. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Willkommen zum zweiten Teil mit meinem Gast Hans Klausecker. Wir haben es in der letzten Woche ja kurz angerissen. Er war einer der ersten Fahrer der von Herbert Linge gegründeten ONS-Sicherheitsstaffel, wo er vielen Rennfahrern nach einem harten Crash helfen konnte, aber auch viele Tragödien hautnah miterleben musste. So war er neben den Formel-1-Fahrern im Feld der erste Helfer, der damals am Unfallort von Niki Lauda auf dem Nürburgring angekommen ist. Und natürlich müssen wir darüber reden und auch die Frage klären, ob er eigentlich danach jemals Niki Lauda getroffen hat. Das machen wir jetzt und reden noch über viele, viele weitere Themen. Hier ist für euch Teil 2 mit meinem Gast Hans Klausecker. Die ONS-Sicherheitsstaffel, ein ganz großes Thema in deinem Leben. Oh, ja. Herbert Linge, mit dem habe ich ja auch schon gesprochen, der hat es ja gegründet. Der hatte ja die Idee, dass man den Motorsport sicherer machen muss. Ja. Und ich glaube, mehr kann ich gar nicht erzählen, jetzt bist du fast dran. Nein, also der hat dann diese ONS-Sicherheitsstaffel gegründet. In der Kurzfassung, er hat also mit Porsche natürlich angefangen, einen Porsche mal umzubauen und dann tatsächlich Geld zusammengebettelt oder Autos zusammengebettelt. Alle Autohersteller haben dann irgendwann mitgemacht, als sie gemerkt haben, dass das ist eine tolle Sache und das bringt was. Und du warst tatsächlich einer der ersten, natürlich auch durch deine Nähe zu Herbert Linge und zu Porsche, der da mitgefahren ist und der da auch an dem ersten Auto mitgebaut hat, ne? Ja, die Geschichte, die war so. Herbert Linge hatte das mehr oder weniger 1972 ins Leben gerufen, aber die Staffel gegründet wurde dann oder vorgestellt wurde im April 1973 in Hockenheim. Und wir Porschianer in Weissach hatten da gar keine so Infos. Und wie das rauskam nachher, weil die Autos dann bei Porsche in Weissach abgestellt wurden unter der Woche. Und dann haben wir zum Herrn Linge, wir waren ja auch Motorsport interessiert und haben also privat auch ein bisschen was motorsportmäßig betrieben. Und dann haben wir gesagt, Herr Linge, damals, ich war ja über 50 Jahre mit dem Linge per se, Herr Linge, können wir auch mitmachen bei der ONS-Staffel. Warum? Dann sagen wir, uns interessiert es auch. Ja, wir wären da auch gern dabei und aktiv. Und wenn er uns braucht, dann würden wir da mitmachen. Also gut, dann waren so 10, 12 Leute vom Porsche Weissach. Die haben sich da bereit erklärt, da mitzumachen. Und mein erster Einsatz war auch wieder mit dem Eckhard Kiefer in Hockenheim. Und da saßen wir auf dem S-Wagen, praktisch fest stationiert an der Strecke. Und der Herbert Linge, der fuhr ein Wagen. Und mein zweiter Einsatz nachher, da hieß es also zum Nürburgring kommen. Da gab es ja eine Gruppe Süd, das waren wir. Gruppe West, das war dann in Langenfeld, Motorsportclub in Langenfeld, und eine Gruppe Mitte in Gießen. Da war ja der George Belloff, der Vater vom Stefan und vom Georg. Der war dort Gruppenleiter. Von der Sicherheitsstaffel? Ja. Und dann hieß es also, Klausecker, hier den 914-6 von der ONS zum Nürburgring fahren, da oben übernimmt den der Michel Weber. Michel Weber, ob das ein Begriff für dich war, Alpha-Händler in Offenbach und hat auch Rennen gefahren mit Alpha. Ja. Also ich habe das Auto im Fahrerlager abgestellt, bin auf dem S-Wagen und dann kam ein Funkspruch, Klausecker ins Fahrerlager kommen, Herbert Linge.
Ja, also bin ich ins Fahrerlager zurück und er sagte, Sie fahren das Auto da, den 914. Da sage ich, Herr Linge, ich habe das Auto von Weissach hierher gefahren, das übernimmt der Michel Weber. Michel Weber kommt nicht. Trauen Sie sich das zu fahren? Sage ich, ja klar traue ich mir das zu. Ich habe da oben auch schon Dauerläufe gefahren. Eben, du kanntest die Nordschleife. Ja, mit 914, mit EA 266. Ich kannte die Nordschleife. Ja. Sage ich, klar traue ich mir das zu. Ja. Also eine Sache muss man sagen, das S-Auto, hast du ja schon gesagt, sind die stationierten Autos. Die R-Autos sind die dem Feld hinterherfahren. Genau. Der R-Wagen, der fährt im Feld in der Stadtrunde hinterher und hat immer einen Arzt an Bord. Ja, und wird zu jedem größeren Unfall gerufen, wenn Personenschaden aufgetreten ist. Und so bin ich mehr oder weniger mit meinem zweiten Einsatz gleich zu dem R-Wagen gekommen. Und von da an 15 Jahre R-Wagen, ja. Und die Autos sind tricky zu fahren, weil die komplett am Limit beladen sind, ne? Das war auch immer ein Thema, ja. Die Autos, die waren ja mit der Löschanlage, mit dem Bergewerkzeug, mit dem Arztkoffer. Wir waren ja mehr oder weniger voll beladen, ja. Und ich habe ab und zu immer gedacht, wenn man am Nürburgring so fährt, dann oben Kallen hat, runter Richtung Wehrseifen, immer da am Hang entlang. Wenn dir irgendwann einmal was bricht, dann geht's aber die Böschung runter. Ja? Und dieses Material, das da mehr oder weniger im Fahrzeug gelagert ist, das erschlägt einen. Ja? Die schweren Hydraulikscheren, die Spreizer, alles, was wir da hatten. Ja? Aber es ist nie etwas passiert. Bei euch nicht, zum Glück. Bei den Fahrern ist tatsächlich einiges passiert, da hast du auch einiges erlebt. Du hast tatsächlich auch das ganze Zeug bedienen müssen, ne? Also diese Spreizer, also was heute jeder Feuerwehrmann eigentlich macht, der zum Unfall gerufen wird, also auch da seid ihr geschult worden. Wir wurden geschult, ja, und zwar immer bevor die Saison begonnen hat. Februar, Anfang März hatten wir in Weissach, anfänglich in Weissach immer einen Samstag, da war Schulung, einmal Feuerlöschübungen und dann Rettung. Also der Arzt hat uns dann gezeigt, wie man Verletzte aus dem Fahrzeug rausheben muss und bergen und richtige Lagerung, solche Sachen. Und ich war dann mittlerweile so versiert, dass ich habe dann einen Arzt gehabt, mit dem habe ich unheimlich gern zusammengearbeitet. Der ist auch ganz schnell mitgefahren. Und der hat gesagt, und du bleibst immer neben mir. Denn wir hatten es erlebt an der Rennstrecke, wenn dann andere Ärzte dazugekommen sind oder Rettungssanitäter und das Rennen lief noch, dann fuhren ja die Autos nach neben uns vorbei. Ja? Und dann waren die so zittrig, die konnten keine Spritze aufziehen, da ging nichts. Und der Axel hat immer gesagt, und du bleibst neben mir und wenn ich sage, was du machen musst, dann ziehst du mir die Spritze auf, da und da. Haben wir vorher alles natürlich geübt, ist klar. Hast du noch medizinisches Fachpersonal daran geschult bei dir? Ja, mich hat es nicht so mehr oder weniger mitgenommen. Ich war da schon ein bisschen abgebrüht. Ja. Man hat natürlich auch ein paar ernste Fälle erlebt. Sagen, du warst ganz nah dran oder du hast es miterlebt bei Markus Höttinger. Ja. Also ich habe mit Rainer Braun über den mal was gemacht. Also ein Riesentalent, also tatsächlich eines der vielleicht größten Motorsporttalente zu seiner Zeit und der leider auch früh verstorben ist. Ne? Ja. Wir sind dazu gerufen worden, ja. Hatten den wiederbelebt, der hat ja auch wieder gelebt, ja. Und hatten den in Hubschrauber rein und dann ist er allerdings beim Transport endgültig verstorben, ja. Ja, und da gibt's also Bilder, wie wir arbeiten, wie wir, die Erstversorgung durchführen. Ja, und so gab's noch ein paar Sachen. Wir haben mal einen Formel-3-Fahrer von der Fuchsröhre rechts unten im Wald hochgetragen, einen Hang hoch. Ja. Und so gab's noch ein paar
Fälle, ja. Hast du eine andere Einstellung zum Motorsport bekommen durch den ONS-Job? Also, dass du irgendwann das manchmal hinterfragt hast und gesagt hast, also das ist schon viel, was hier passiert? Nein, aber ich habe jede Änderung, die damals kam, die habe ich begrüßt. Zum Beispiel, wie der Gummitank kam. Ja. Früher gab es ja die Alutanks. Ja. Früher Blech und dann Alutank, die praktisch, ja, bei einem Schlag ging die Naht auf und dann kam das Benzin mehr oder weniger frei raus. Ja. Und die Gummitanks, die haben halt sowas verhindert. Ja. Und dann die Sicherheitsventile, die dazwischen drin waren, dass da nichts rausläuft. Es wurde ja immer besser, die Gurte und diese ganzen Geschichten, es wurde ja immer besser. Dann der Vollvisierhelm, dann die Nomex-Anzüge. Ja, das haben wir ja alles mitgemacht. Früher sind wir im einlagigen Nomex mehr oder weniger gefahren. Später hatten wir dann dreilagige Nomex bei der ONS-Staffel. Ja. Aber wenn man ans Feuer ran muss, da kann man auch mit dem dreilagigen nicht mehr ins Feuer. Das ist so eine brutale Hitze. Ja. Das ist schrecklich sein. Du hast also den vielleicht im negativsten Sinne bekanntesten Feuerunfall hautnah miterlebt, nämlich der 1. August 1976, als Niki Lauda seinen Unfall auf der Nordschleife hatte. Und da gibt's ein ganz besonderes Bild von vor dem Rennen. Also Niki Lauda war ja der gesagt hat, ich will da eigentlich gar nicht mehr fahren. Die Nordschleife müsste verboten werden, das ist viel zu unsicher. Ich glaube, ihr wart da auch seiner Meinung von der ONS-Staffel. Damals, gab es ja auch noch das Funkproblem. Und zwar gab es Funklöcher am Nürburgring, wo das Funkgerät nicht so funktioniert hat. Es war da unten Breitscheid und so, Bergwerk, da in dem Bereich, da hat kein Funkgerät funktioniert. Und Herbert Linge hatte einen 7. Sinn speziell an dem Formel-1-Rennen 1976. Und mit dem Bild, das es da gibt, das Bild stammt nach dem Training ist es entstanden, wo der Lauda mehr oder weniger sein Training hinter sich hatte, kommt er bei uns am R-Wagen vorbei und dann steht Herbert Linge, da steht mein Doktor und ich und Lauda kommt hinzu und fragt nochmal, wie sieht's jetzt sicherheitsmäßig aus? Was habt ihr alles gemacht? Und so weiter. Und Herbert Linge hatte da einen 7. Sinn. Der hat ja einen Streckenposten. Nur der praktisch oben am Hang saß, oberhalb der Unfallstelle vom Lauda. Der hat ein Funkgerät gehabt und der hat es live miterlebt. Und ich stand hier vor der Brücke Breitscheid. Also bei der eigentlich im Funkloch, ne? Ja, genau. Ja. Und der hat rüber zu mir gut, ich meine, wenn das war, wo der Funkposten war, das war schon verständlich mit der Zentrale. Ja, okay. Aber unten an der Strecke ging's nicht. Ja. Und der hat mich gleich gerufen, das war unser Karlchen, sehr stabiler Mann. Der hat, der war so aufgeregt. Unfall bei uns 25, ONS 25, das war die Nummer vom Funkgerät. Und dann hat er gesagt, Hans kommt ganz schnell. Ja. Und ich war 800 Meter weg von der Unfallstelle. Ja. Ich musste ja bloß runterfahren über die Brücke, Breitscheid, Exmühle hoch und dann in der nächsten Kurve war es ja hinter der nächsten Kurve. Musste allerdings da noch ein paar Autos vorbeilassen. Das, was soll ich sagen, das Verhängnis oder so, das war ja mehr oder weniger der Stadt war ein bisschen, die Fahrer wussten nicht, ist die Strecke noch nass, ist sie feucht oder ist sie trocken? Und alle, bis auf den Jochen Maas, sind auf Regenreifen gestattet. Und der Jochen Maas hat sich erkundigt und hat gesagt, wie sieht's denn an der Strecke aus? Na hieß es also, hier könnten wir schon Slicks fahren. Und da
Und deswegen war der Jochen Maas so wahnsinnig weit vorne. Der hatte als einziger Slicks. Alle anderen sind nach einer Runde an die Boxen und haben sich Slicks geholt, ihre Regenreifen abmontieren lassen. Und damals gab es ja noch 5 Radmuttern oder 4. Ja. Was zu tun gehabt. Ne? Und deswegen waren die länger unterwegs und der Jochen war ja schon weit vorne. Ja. Und deswegen kamen die alle nacheinander da an. Und bis ich aus meiner Tasche da rausfahren konnte, hinter der Leitplanke stand ich ja raus. Und bis ich da drüben war, ja, dann war schon der Stuck, der hat schon gewunken da. Aber die Formel-1-Fahrer haben alle ihre Autos schön auf der Piste abgestellt. Und ich musste jetzt da im Zickzack da durch die Autos durch zum Feuer. Gab es noch keine Rettungsgasse. Und beim Hinfahren, da habe ich noch gesehen, wie Lauda drin saß, kopfüber nach vorne, übers Lenkrad, ja. Und dann kam mir Mazzaria und der Brett Langer, die haben mir den rausgeholt. Das habe ich also live miterlebt. Ja. Als du hingefahren bist. Und du hast auch das Feuer gesehen und Lauda, der ohne Helm da drin sitzt. Ja. Ich hatte ja später den Helm nachher, die Schuhe, die Handschuhe, das habe ich ja alles nachher bei mir im Auto deponiert und habe es zu Ferrari gefahren nachher, habe es dort abgegeben, nachdem das Rennen ja mehr oder weniger praktisch unterbrochen war. Ja. Hast du gedacht, dass man Niki Lauda da noch lebend rausholen könnte, als du es gesehen hast? Er war ja noch ansprechbar. Ja. Der konnte sich noch unterhalten und mein Arzt hat sofort die erste Hilfemaßnahmen dann angewandt. Ja. Der hat die Erstversorgung durchgeführt. Und dann hieß es also schnell ins Krankenhaus. Und dann haben wir mit der Rennleitung beschlossen, die 500 oder 600 Meter bis zur Ausfahrt Breitscheid fährt man entgegen der Rennrichtung, dass man schneller im Krankenhaus in Adenau ist. Sonst hättest du ja einmal rumfahren müssen eigentlich. Ja, ja. Und dann haben wir dort absperren lassen, dass keiner entgegenkam. Und dann konnte der Sanka mehr oder weniger entgegen der Fahrtrichtung zur Ausfahrt Breitscheid raus. Du, wie sah das aus da in dem Auto, also als Niki Lauda da gesehen hast? Ihr habt der Arturo Merzario hat ihn ja rausgezogen. Der und der Amerikaner, der Brett Langer. Brett Langer, genau. Ja. Und du hast, also als du da warst, lag Niki Lauda schon neben dem Auto, oder? Bitte? Als du ankamst, lag Niki Lauda da schon neben dem Auto, oder war das zur Zeit? Nein, die hatten den raus. Der saß ja noch im Auto, wie ich da aufs Auto hinzugefahren bin, ja. Und du hast erst gelöscht, die Flammen? Wie er draußen war. Ja. Erst dann. Ach so, okay. Also die haben war er schon draußen. Brennenden Auto rausgezogen. Ja, okay. ja. Mhm. Die hatten den aus dem brennenden Auto. Ja, und da waren die Flammen noch niedriger. Und es hat sich ja nachher schnell entwickelt. Wenn man heute die Bilder anguckt, wie groß die Flammen waren, also da geht keiner mehr ran. Die Tanks waren ja auch noch voll. Das war ja kurz nach Rennstart. Ja. Genau. Ja, und es war ja nicht nur sein Auto. Die fuhren ja ineinander rein. Es waren ja mehr Autos da involviert. Man sieht es ja auch in dem Film Rush nochmal ganz gut eigentlich, wie die da reinfahren. Hast du Niki Lauda danach immer nochmal gesprochen? Nie. Nie wieder? Nie. Nein. Herbert Linge hatte mal erzählt, Lauda hätte die Bemerkung gemacht, es hat aber lange gedauert, bis ihr gekommen seid. Ob er es mitbekommen hat, keine Ahnung, weiß es nicht. Ich habe mich mit ihm nie unterhalten. Ich hätte mich mal unterhalten können, und zwar, ich war in Salzburg am Flughafen und damals flog ja Niki Lauda mit seiner Lauda Air. Und ich habe da meine Schwiegereltern und die Kinder dort abgeliefert, die sind in Urlaub geflogen. Und dann saß der Lauda dort und hat einen Kaffee getrunken, so an der Kaffeebar. Und dann sage ich zu meiner Frau, du, ich gehe jetzt mal zum Lauda hin und spreche mal mit ihm über den Unfall. Und meine Frau, nein, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht zu dem Lauda hin. Und heute bereue ich es, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe es dann nicht gemacht.
wäre vielleicht ein interessantes Gespräch geworden, ja, wer weiß. Wahrscheinlich. Das ist ganz interessant, weil ich glaube, ja, also das habe ich auch schon häufiger gehört, dass er eigentlich nicht so viel Dankbarkeit gezeigt hat nach dem Unfall, aber sehr spät so eine Art von Reue entwickelt hat, als sich das gejährt hat. Er hat sich dann auch mit Arturo Merzario, der hat sich ja auch nie bei ihm gemeldet eigentlich, ne, der ihm wirklich ganz unmittelbar das Leben gerettet hat. Und erst sehr spät hat er sich da irgendwie nochmal erkenntlich gezeigt, glaube ich. Ne? Ich habe also eine Fernsehsendung gesehen und da hat Hans Stuck, Striesel Stuck, hat dann erzählt, er hätte veranlasst, dass also der Sanka gegen die Rennrichtung Ausfahrt Breitscheid rausfährt. Ja. Aber es kann ja nur die Rennleitung entscheiden. Also, und wir haben das mit der Rennleitung abgemacht und deswegen konnte der raus. Und Hans Stuck sagte dann, der Niki Lauda hat ihm aus Dankbarkeit, dass er so schnell ins Krankenhaus kam, eine Rolex geschenkt. Keine Ahnung, ob stimmt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Der Arturo Merzario, der hat ihn ja auch Jahre später irgendwie nochmal wieder getroffen. Den hast du beim Solitude Revival vor 3 Jahren getroffen, Vor oder? 3 Jahren. Das erste Mal wieder. Ja, vor 3 Jahren ist der dort gestartet, ja. Und dann bin ich mal zu ihm hin und dann haben wir uns bekannt gemacht, haben uns unterhalten, haben Erinnerungsfoto gemacht. Ja, er war auch erstaunt, dass er da jemand findet, der damals beteiligt war, ja. Ja. Wahnsinnserlebnis, aber natürlich dadurch hat ja nochmal die ONS-Geschichte nochmal eine andere Relevanz, finde ich, bekommen, oder? Also weil das einfach so viel zusammengepasst hat und das eigentlich jetzt doch so schnell ging und der Herbert Linge da so einen guten Riecher hat und ihr alle so einen guten Job gemacht habt. Ja, das war schon eine tolle Sache da, die ONS-Staffel, ja. Und dann haben wir andere Länder nachgezogen, haben wir auch sowas aufgebaut. Aber die ONS-Staffel war mehr oder weniger praktisch das erste Gruppe, die da entstanden ist. Ja. Wenn du Nordschleife fährst, hinterm Formel-1-Feld hinterher, da hast du ja gesagt, du musstest dieses Auto schon bis zum letzten ausquetschen, damit die dich nicht wieder überrunden, ne? Kleine einer Runde. Ja, also das stimmt. Aber hat immer gut geklappt, auch ja, Österreich-Ring, ja, heute heißt es ja Red Bull Ring. Das hat da eigentlich, wir waren da immer mit 2 Wagen, ja. Wir haben uns da abgewechselt, einer stand an Stadtziel und der andere ungefähr auf der Hälfte der Strecke, ja. Okay. Ja, zum Beispiel oben im Österreich-Ring auf der Schönfeldgeraden, ganz oben auf der Höhe. Hat man wunderschönen Blick nach unten, ja. Aber die kommen natürlich mit über 300 da vorbei. Und dann hat man natürlich Angst, wenn da mal ein Flügel oder sowas sich selbstständig macht und dann fliegt, ja. Also da hatte ich immer ein bisschen so die Tür in der Hand. Das glaube ich. Also Motorsport in der Nähe. Ich habe auch mal hinter einer Leitplanke gestanden. Ich kann das nicht verstehen, wie diese großen Motorsportfotografen früher da liegen konnten und so. Also da habe ich auch schnell Angst bekommen. Wenn so Autos mit 300 an einem vorbeifahren, das ist schon ein ganz eigenes Erlebnis. Irre, ja. Ja. Oh, habe ich das mal erlebt in Spa. Ich glaube, inzwischen ist das auch alles gesperrt für Fotografen. Also, schon beeindruckend. Wie lange hast du das gemacht, den ONS-Job? 15 Jahre. 15 Jahre. Ich habe das 15 Jahre gemacht, genauso wie die Reifenentwicklung hatte ich 16 Jahre und dann kam eine Umorganisation, ja, und dann habe ich gesagt, nee, also da bin ich nicht einig, da mache ich nicht mit. Und dann kam an meiner Stelle der Dieter Röscheisen, ja. Ich bin ausgestiegen und der ist mehr oder weniger eingestiegen da, ja. Du bist ganz ausgestiegen damals als ja. Ältester. Also ja, von der Reifenentwicklung ja. Und ich habe mich dann wieder besonnen, was habe ich früher mal gemacht? Prototypenbau. Und dann habe ich also 1986, also die Boxster 911 dann, der 996, da habe ich mitgewirkt, 989, das ist ein Fahrzeug, dass wir angefangen hatten, aber das nie gebaut wurde. Solche Sachen, ja. Und dann habe ich ein paar
Jahre habe ich Fremdentwicklung gemacht. Okay. Und zwar auch wieder Prototypenbau. Und zwar der allererste Smart wurde bei Porsche gemacht. Da kam eine Karosserie und damals war es ja noch nach dem Uhrenhersteller Swatch. Hayek. Ja. Und da hat man nur eine Karosserie und dann hat man also einen Peugeot-Motor und Getriebe genommen. Ja. Die Hinterachse, die hatte damals Mercedes dann schon, hat da schon mitgewirkt. Die Vorderachse war dann eine vollkommene Porsche-Konstruktion. Und so habe ich das allererste Auto dann aufgebaut. Achsen rein, Motor, Getriebe rein, ja. Kühler hat man vom Mini genommen. Solche Sachen halt, ja. Bist du damit auch früh gefahren? Ja. Ja, am Anfang, wie ich die Karosserie gesehen habe ich gedacht, was will man denn mit dem? Das ist doch kein Auto, das kann man doch nicht verkaufen. Und so, ja, das war mir einfach zu klein. Ich habe immer gedacht, ein Auto braucht 4 Sitze oder ein Sportwagen. Ja. Wie das Auto aber fertig war und ich bin da drin gesessen und plötzlich hat man ja gar nicht gemerkt, dass hinten was fehlt. Ja. Man guckt ja nur nach vorne. Und plötzlich war das ein vollwertiges Auto für mich. Ja, weil die Innenbreite passt für einen Kleinwagen. Ja. Und plötzlich hat man immer so den Eindruck, das ist ja bloß ein halbes Auto. Ja, weil das Heck hinten sieht man ja nicht. Aber du warst dann nicht Fahrversuch, weil ich glaube, als Fahrwerksentwickler hast du dir am Anfang da ganz schön die Zähne dran ausbeißen können. Ne? Bis du dem einigermaßen Manieren beigebracht hast, dem Smart. Das war dann am Ende, dann bin ich schon zum nächsten Projekt gekommen. Okay. Ja, dann habe ich für eine andere Automobilfirma 2 Autos mitentwickelt, ja. Heute kann man sagen, ist auch bekannt, zum Beispiel der Zafira. Ja, das war Zafira, ja, genau. Porsche. Mit dem Hölscher einen Podcast aufgenommen, ja, der war ja der Projektleiter davon. Kennen wir uns auch, ja. Ja, beim Zafira war ich von Anfang an dabei, fahrwerksseitige Betreuung, ja. Und dann Dauerlauf, Auswertung, ja. Solche Sachen, ja. Und dann war ich mit Opel zusammen, also auch in Dudenhofen und so. Und das nächste Projekt haben die dann gefahren. Dann habe ich es bloß noch ausgewertet, ja. Ja, und immer halt mit Berichten dann, mit Bildmaterial und Berichten mussten wir das alles dokumentieren. Ja. Wie hat dir denn, wo du gesagt hast, du warst ja auch beim Viertürer von Porsche beteiligt, wie hat dir der denn gefallen? Der 989. Ach so, ja. Du weißt sogar welches. Ja, da gab es ja nur ein einziges Exemplar, also das mir bekannt ist, ja. Und das wurde ja relativ schnell zu Grabe getragen dann. Da bist du ja Dr. Betz auch schon wieder begegnet eigentlich, ne? Das war ja sein Projekt. Ja, dann kam ja der als Vorstand. Ja, wir kannten ja uns vorher schon. So schloss sich der Kreis dann, ja. Ja, und dann habe ich noch einmal ein paar Jahre so Sonderaufgaben in der Fahrwerksentwicklung gemacht. Misuse-Test, also Missbrauchtests und solche Sachen. Was kann man da machen? Wie kann man das Fahrwerk missbrauchen? Indem er gegen Bordstein fährt. Was für ein Spaß, oder? Ja, das ist vorgeschrieben, in dem und dem Winkel mit der und der Geschwindigkeit fährt man gegen Bordstein und dann darf was kaputt gehen und darf verbogen sein, aber man muss sich noch mit eigener Kraft von der Unfallstelle wegbewegen können. Also der Bordstein darf dann nicht im Dach abgebildet sein. Solche Sachen, ja. Also das Fahrzeug muss noch fahrbar bleiben. Okay. Zumindest, dass man unter erschwerten Bedingungen auch von der Unfallstelle wegkommt. Wie schnell fährt man da an so einen Bordstein ran? Ja, das sind 15, 20 km/h. Ja, gut, aber das tut schon weh, der Ingenieurseele. Ja, dem Auto, dem Fahrer nicht. Nein, okay.
Warte mal, hast du das dann auch gehabt? Das hat nämlich der Michael Hölscher bei mir erzählt. Genau, auch so ein Misuse-Test beim Audi RS2 Avant mit der Airbag-Auslösung im Sandwall. Das habe ich gehört, wie er das erzählt hat, ja. Ja, aber sowas habe ich nicht gemacht. Also, okay, ja. okay. Nee, das ist fahrwerksseitig war ich da zuständig für andere Sachen. Ja. Okay. Oder zum Beispiel, was es auch USA-Vorschriften gab. Ja, stimmt. Und zwar Bremsen mit luftleerem Reifen. Ja? Und zwar mussten wir das für USA dokumentieren. Da hatten wir eine Spurgasse, die war, glaube ich, 3 Meter breit, auf der Geraden in Weissach. Und dann fuhr man 60 Meilen. Und innerhalb von 3 Sekunden musste der Reifen luftleer sein. Und erst wenn der Reifen luftleer ist, an Vorder- oder und Hinterachse, hat man getrennt gemessen, dann wurde die Verzögerung gemessen. Wie viel der Bremsweg wurde gemessen und die Verzögerung mit Leitz-Correvit-Gerät hat man das dann gemessen. Ja. Und das Fahrzeug musste innerhalb der Spurgasse sein, das durfte nicht ausbrechen. Solche Sachen gibt es da Vorschriften. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass amerikanische Autos teilweise diese Vorschriften bestehen. Aber das war eine Forderung von USA, ja, und das musste man dann immer dokumentieren, immer fotografieren, die Messergebnisse musste man zeigen, dass das alles funktioniert. Solche Sachen gibt's da, ja. Wir sind dann hergegangen, es gab Firmen, die haben dann so ein Messer, Vorrichtung, mit dem Messer den Reifen aufgeschlitzt. Wir haben das ein bisschen eleganter gemacht. Wir hatten also da ein T-Stück, ein Gewindestück eingeschweißt in die Felge, auf Stahlfelge und Alufelge. Und da drauf hatten wir ein T aus Rohr gemacht. Und für Bremsmessungen gab es früher so Farbschusspatronen. Okay. Ja, früher musste man ja bremsen, das hat man praktisch gezündet. Indem man auf die Bremse geht, geht's Bremslicht an und der Schussapparat hat einen Farbtupfen in die Fahrbahn geschossen. Und dann hat man bis zum Stillstand mit dem Messrad gemessen. So hat man früher Bremsmessungen gemacht. Ja, später wurde das alles, ja, dann kam Leitz-Correvit und jetzt macht man das ja viel einfacher. Ja. Aber so hat man angefangen und mit der Farbschusspatrone haben wir dann so ein Gummi, das hat man, da gab es so rote Gummistopfen, die haben wir also da leicht so befestigt, dass die Luft drin geblieben ist und mit der Patrone konnte man das wegschießen und innerhalb von 3 Sekunden war der Reifen luftleer. Und so konnten wir den Reifen ein paar Mal verwenden, nicht bloß einmal, weil man ja nicht aufgeschlitzt hat. Guck mal, eine ganz schwäbische Idee. Ja. Werden Reifen wiederverwendet. Über den Trigema Porsche können wir natürlich noch reden, aber das hat ja schon dein Rennfahrerkollege und ewiger Dienstkollege hier bei Porsche, Günter Steckkönig, mit dem habe ich ja schon darüber gesprochen. Ja, also wie gesagt, ich kenne den Günter seit 1962. Wir sind immer noch befreundet, wir telefonieren jede Woche, wir machen als Rentner auch einiges zusammen. Seit ich Rentner bin, habe ich so eine Rentnergruppe. Da sind wir praktisch mehr oder weniger einmal im Monat sind wir zusammengekommen und dann haben wir Museen, Wanderungen, Ausflüge, Galerien, Firmen haben wir, Firmenbesuche, also immer wieder was organisiert, ja. Und das mache ich jetzt seit 17 Jahren und da ist der Günter natürlich auch dabei und wir wohnen nicht weit auseinander. Wir wohnen nur so 8 Kilometer circa auseinander, also wir begegnen uns häufig. Toll. Ja. Also ich finde das immer toll, euch beide zu treffen, beziehungsweise auch Günter Steckkönig beim Solitude Revival. Hat er nochmal ordentlich Gas gegeben mit dem RSR, ne? Ja. Also ich bin auch froh und dankbar, zum Beispiel mit der ONS-Staffel, mit dem 914-6, den ich vor 49 Jahren gefahren habe, zum ersten Mal.
mit dem fahre ich heute noch. Und zwar hat dieses Fahrzeug die Firma Recaro zurückgekauft aus England, hat es restaurieren lassen und wieder in den Zustand von 1973 so wiederherstellen lassen. Und mit diesem Auto werde ich ab und zu mal eingesetzt, unter anderem bei Solitude Revival, beim Rossfeld-Bergrennen im Berchtesgaden oder kürzlich beim historischen 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring war ich der Führungswagen der ersten Gruppe. Ja, auf jeden Fall, solche Sachen mache ich noch gerne. Ich fahre auch noch gern Auto und ja, ich möchte zwar keine Rennen mehr fahren, da bin ich schon ein bisschen zu alt, aber das Autofahren macht immer noch unheimlich viel Spaß, ja. Und ich fahre noch gerne Auto und ja, gerne flott, aber wie gesagt, die Rennerei ist vorbei. Ist vorbei. Ist ja toll, mal sowas zu hören, auch von Leuten, die früher die leeren Straßen erlebt haben, dass du immer noch gerne Auto fährst. Weil das ist ja inzwischen wirklich Wahnsinn, ne? Wie die Straßen gefüllt haben. Fährst du auch noch Nordschleife? Ich weiß nicht, ob das hierher gehört. 1000 Kilometer Rennen Nürburgring. Jetzt, das war ja der Start am 16. September. Ja. Und der 16. September ist mein Geburtstag. Oh, okay. Und ich habe dazu gesagt, obwohl ich Geburtstag hatte und meine Frau sagt, sag mal, jetzt guck du mal in deinen Personalausweis, wie alt du bist. Und dann überlegst du mal, in deinem Alter liegt man auf dem Sofa und legt die Füße hoch. Und du willst noch zum Nürburgring. Dann sage ich, ja, wenn ich die Gelegenheit habe, am Nürburgring zu fahren, ich fahre ja für mein Leben gern am Nürburgring und es war meine zweite Heimat da oben. Wir waren ja da Wochen, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und mit der Renngeschichte halt. Und ich sag, ja, und wenn du einen Herzinfarkt kriegst da am Nürburgring, dann sage ich, einen schöneren Tod kann man sich nicht wünschen. Das darf man nicht sein. Dann sagt sie, ja, warum? Dann sage ich, am Nürburgring. Und dann, ja. Beruhigend für jede Frau wahrscheinlich. Ja. Weil ist sie mitgekommen wenigstens und hat noch Fotos von dem Fahrwerk gemacht? Nein, die kommen nicht mehr mit. Die kommen nicht mehr mit. Weil die sagt, ich stehe bloß nebendran. Ja, das ist das Problem. Ne? Du hast, wenn du keine Aufgabe hast, ist das wirklich und die fuhr von ihr auch Rennen. Deswegen. Ja, die kennt das schon. Aber sie hat damals, das finde ich ganz toll, du hast mir eben ein Fotoalbum von dir gezeigt und du warst der UNS-Sicherheitsstaffelfahrer. Da konntest du damals deine Frau manchmal zur Formel-1-Rennen mitnehmen und du hast da gleich deinen Beruf als Fahrwerksentwickler mit verbunden und du hast die Formel-1-Fahrwerke fotografiert und dir das mal genauer angeguckt. Das war mehr oder weniger so der Nebeneffekt, da ich gerne Rennwagen fotografiert habe und vor allen Dingen die Technik. Ja. Damals die Formel-1-Technik, wenn man die zierlichen Lenker der Vorderachse, Hinterachse, wenn man das alles so gesehen hat, die schönen Schweißnähte, das ist also technisch so hervorragend gemacht. Ja. Und da habe ich und das durfte man ja in den 80er Jahren, durfte man ja noch in der Mittagspause waren die Autos im Freien abgedeckt, also nicht zugedeckt, sondern abgestrippt. Da konnte man noch Bilder machen, da hat kein Mensch irgendwas dagegen gehabt. Kein Rennteam hat es verboten. Die Rennfahrer saßen in der Mittagspause auf der Boxenmauer. Also das waren solch tolle Zeiten da, ja. Möchte ich nicht missen. Ja, das glaube ich. Gab es einen Rennfahrer, der dich besonders fasziniert hat? Oder gab es Fahrer, von denen du Fan warst? Da lernst du viele. Die deutschen Fahrer damals, egal ob Stuck, Maas, Bellof. Ja, ich meine, den Stefan, den kannte ich ja schon von Gießen. Klar. Weil der Vater ja bei uns in der Staffel war. Ja. Und so kannte ich ja alle. Winkelhock, Klaus Ludwig, ein Beispiel. Wir haben Reifen getestet am Nürburgring. Und dann hieß es, also, heute müsst ihr aufhören um 17 Uhr oder kurz vor 17 Uhr. Heute kommt Zack Speed und macht praktisch
Probe-Testläufe mit dem Zack Speed fort. Und dann sage ich zum Günther, Mensch, ich wäre noch mittendrin in meiner Messreihe, ich würde gern weitermachen. Und er sagt auch, also morgens kann man manchmal am Nürburgring nicht fahren, weil die Strecke noch feucht ist. Also fährt man viel am Nachmittag und am frühen Abend. Und dann sagen wir, weißt du was, wir gehen jetzt hin zum Zack Speed und zum Klaus Ludwig und fragen den, ob wir mitfahren dürfen. Die Reifenindustrie, die hat zusammengepackt, die waren weg. Dann sind wir dorthin und dann sagen wir zum Klaus, du Klaus, hättest du was dagegen, wenn wir beide noch da mitfahren, wenn du jetzt hier mit dem Auto testest? Er sagt, was? Ihr wollt dabei sein? Aber das ist ja toll, sagt er. Das finde ich ja toll, dass ihr dabei seid. Natürlich fahrt ihr mit. Ich bin froh, dass ich nicht allein auf dem Kurs bin. Wenn da irgendwas passiert, seid ihr ja da. Und ich kenne euch beide. Ja, der war dann happy. Er sagt, das war ja das Schlimme, wenn nur einer fährt. Und oben an den Boxen stehen die Leute, die Mannschaft. Dann heißt eigentlich müsste er jetzt kommen. Der kommt noch nicht. Warten wir noch einmal 5 Minuten. Ja, der kommt immer noch nicht. Ja, na, jetzt fahren wir mal los. Ja? Und bis die Leute dann zur Unfallstelle oder zu dem Auto oder zu dem Fahrer kommen, da ist viel, viel Zeit vergangen. Und so war ja einer von uns, wir waren ja nicht hintereinander, sondern zeitversetzt. Ja, und dann warst du noch bei der ONS-Staffel. Daher kannten wir uns, ne? Und er hat gesagt, ich bin ja so froh, wenn ihr da seid. Da ist was dran. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber klar. Ja. Ich habe es bei Porsche miterlebt, 1964, 904 war ich mit oben, haben wir 904 entwickelt und fuhren Südschleife. Ja, und dann fuhr einer, Hecke auf, Hecke zu, weg. Ja, wo ist der jetzt? Eigentlich müsste er schon da sein. Ne? Und dann heißt, also auf ins Auto, jetzt gucken wir mal, was da los ist. Ja, wenn es da gebrannt hätte, da gibt es keine Rettung mehr. Ja? Wenn nur einer auf der Strecke ist. Ja? Und der wusste ja, wir gucken nach hinten, wenn der kommt, macht er bleibt, wir zeigen dem an, wo wir uns aufhalten, der kann ohne den vorbei. Mir ist es einmal passiert, ich fahre vor dem Bergwerk, lauter Unfallstelle ins Bergwerk, in die Kurve rein, guck in den Spiegel, sehe kein Auto. Bin am Kurvenausgang, auf einmal war ein Auto neben mir. Das war damals der Harald Erdl, auch im Zack Speed. Da war der neben mir am Kurvenausgang. Am Eingang habe ich den noch nicht gesehen im Spiegel. Die Überautos, oder? Ja. Der Turbo Capri. So sind das Unterschiede, ja. Ja, und der wusste genau, dass ich meine Linie halte. Ja? Eine tolle Zeit und ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören. wir müssen hier irgendwann raus. Ich glaube, die machen irgendwann das Licht aus. Wir sind dankenswerterweise bei Porsche in der Museumswerkstatt, wo natürlich auch viele Autos aufgebaut werden, mit denen du schon viel zu tun hattest und ich glaube auch immer gern gesehener Gast bist. Und dann den Trigema-Wagen, den habt ihr selber restauriert, ne? Ja. Es kam beim Günther vielleicht nicht so zur Sprache. Wir, der Günther und ich, wir hatten ja am Nürburgring immer die Reifentests. Wir fuhren ja immer im Grenzbereich. Und wir wussten, was das Auto kann. Wie schnell, wie sicher, wie toll das Auto, wie sich das Fahrzeug fährt. Und deswegen war unsere Idee auch, wir sind zum Mambot und haben dem erklärt, damals kam ja das mit dem Europa-Tourenwagenmeisterschaft, wo wir gedacht hätten, da könnte man den 128 einsetzen. Ja? Und der Herr Bott kannte uns ja. Der Herr Bott kannte den Günther Steckönig 30 Jahre, seit 53, und mich kannte er 24 Jahre. Ja. Wir waren da
viele Jahre vorher zusammen, der wusste, wir gehen nicht dorthin, um uns wichtig zu machen, sondern wir wollen für die Firma, wir wollen beweisen, dass die Firma und dass der 928 ein super gutes Auto ist. Und deswegen hat er ja gesagt, ja. Wären wir vielleicht so Sprücheklopfer, dann hätte er gesagt, nee, also alles, was recht ist. Aber der wusste, wir wollen das Beste für die Firma Porsche und wir wollen nicht uns da jetzt in den Vordergrund stellen, sondern den 928. Trotz allem durfte der Wagen dann ja nachher nicht mehr mitfahren, weil der Innenraum zu klein war oder groß. Die Hintersitzanlage war ein paar Millimeter zu hätte man mehr Platz gebraucht. Ja, okay. Und wenn man die Sitzmulde für die hintere Sitzanlage etwas tiefer gezogen hätte, dann hätte man das Maß erreicht. Ja. So ging's nicht. Aber es ist ja nachher an der Stückzahl gescheitert. Genau, ja. Weil wir die 5000 Autos nicht innerhalb eines Jahres bauen konnten. Aber Anfragen von Rennfahrern, die waren natürlich da. Die haben uns angerufen. Ja. Um 928 zu fahren im Rennen? Ja. Okay. Wir waren vor 2 Jahren einmal oben am Nürburgring mit dem Olaf Mantei. Haben wir mal gesagt, Günter Stöckkönig, Werner Hecht, unser dritter Mann, der mit Reifen getestet hat. Wir würden gerne mal die gesammelten Werke in Meusbad angucken und ob uns der Olaf einmal das zeigen könnte. Und damals war ja der schon weg, ist aber dazugekommen und hat uns mal alles gezeigt da oben, die verschiedenen Werkstätten, die Räume. Und er sagte, wisst ihr, mit euch bin ich noch stinksauer. Ich wollte mal euer 928 fahren und ihr habt mich nicht fahren lassen. Du musst der 6er BMW fahren, ja, meinte die andere Limousine. Ja, hat er ja kürzlich gefahren beim 1000 Kilometer. Und ich bin dann anschließend beim Fahrerwechsel, der fuhr ja 2 Stints. Und dann ist er raus und saß da in der Box und da bin ich mal vorbei und wollte ihn begrüßen, aber der war sowas von fertig. Ja. Nach 2 Stints. Und das glaube ich. An den Autos. Ja, früher. Und vor allen Dingen, es war ja auch noch nass. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und das war bestimmt super, super anstrengend. Aber den Olaf, den habe ich ja seit von der ONS-Staffel gekannt, wie er angefangen hat. Der hat hier, glaube ich, mal Simca begonnen und dann fuhr ja der den Sinzig, den Escort und die Sachen. Ja? Genau, und Rover in der DTM das erste Mal. Ne? Und aus der Zeit kannte ich den ja schon. Ja? Und wir mit der ONS-Staffel kannten also die deutschen Fahrer so gut. Ich wollte gerade sagen, du kennst ja wirklich jeden Rennfahrer eigentlich, der in Deutschland gefahren ist, ne? Den Hans-Jörg Bürger zum Beispiel, ein ganz lieber Mensch. Wenn der zum Rennen kam, wir sind immer aufeinander zugegangen. Ja? Die Frau, nachher kam das Kind noch dazu. Also ja, wenn man das alles so miterlebt, die Anfänge von einem Winkelhock, haben wir alles mitgemacht, wie der mit Renault R5 begonnen hat. Ja. Eine wilde Serie. Ne? 73 war ja das, da fing ja das Renault R5 Debakel an. Am Anfang haben sich ja die überschlagen, das war ja Katastrophe. Ja. Die hatten Rennreifen und kein entsprechendes Fahrwerk. Und wenn ich war damals Eingang Fahrerlager, Motodrom, ein Rempler und die Dinger, die sind ja geputzelt. Da gab es ja Massenunfälle da. Ja. Rainer Braun hat auch gerade wieder leidenschaftlich davon erzählt. Ja, habe ich jetzt gesehen, dass der jetzt auch erzählt. Ja, ne? Genau, ja. Und da muss ich dran denken, ja, das waren so die Anfänge. Dann haben die das aber schnell geändert. Gab es eine Lieblingsserie für dich, wo du am liebsten gefahren bist, weil das einfach toll war von der Atmosphäre? Wahrscheinlich Formel 1, ne? Da waren wir halt ein bisschen arg weit weg, ja. Aber ja, es gab schon schöne Läufe, Tourenwagen, Europameisterschaft. Damals, wo Lauda
und die alle CSL fuhren. für Alpina gefahren ist. Ne? Ja, solche Sachen, ja, da war ich ja am Anfang so dabei nachher. Und das war ja auch so 73, die Gegend dann. Ja. Ich habe mir die Jahreszahlen nicht so aufgeschrieben. Nee, ich habe kein Buch geführt. Ich glaube, jeder hat genau vor Augen, welche Autos da gefahren sind und was da abging. Ja, eine charmante Zeit. Ne? Doch, also da gab's herrliche, ich war auch einmal in Le Mans mit dem R-Wagen, ja, und ich kannte ja die Strecke nicht, und da sage ich zum Jürgen Barth, du Jürgen, komm, jetzt fährst du mal da um die Strecke und erklärst mir mal die Kurven und das alles. Ich meine, im Großen und Ganzen wusste ich schon ein bisschen, wo es lang geht, aber ich wollte halt in der Stadtrunde nicht so abgehängt werden. Und damals fuhr ich den 911 Turbo. Okay, und ich muss sagen, der R-Wagen fährt ja als letztes Fahrzeug hinter dem Feld her. Aber ich konnte mit dem Turbo, ich hätte die Sauger zum Beispiel überholen können. Tatsächlich? Der Turbo war schneller als die Sauger. Ja. Aber es gab doch auch Rennen, da hast du schon vorher anrollen lassen, oder? Da bist du so langsam losgerollt, oder? Das war bei der Formel 1. Ah, okay. Ja, bei der Formel 1. Dadurch, dass die R-Wagen, die waren ja so total ausgelastet vom Gewicht her, und am Österreichring war ja das kein Problem. Es fällt dir so leicht auf die Stadt- und Zielgerade, ja. Und wir waren ja da oben in der Kurve, und wenn die alle standen, und dann sieht man ja 30 Sekunden, 10 Sekunden, 5 Sekunden, und dann gehen dir oben die Lampen an. Genau. Und wenn die Lampen angegangen sind, rot, dann bin ich hinten schon losgerollt. Und wenn das auf grün ging, dann war ich direkt hinterm Feld. Und ich musste nicht aus dem Stand losfahren. Hab das Fahrzeug mehr oder weniger geschont. Ja, das ist ja auch heute mit dem Oldtimer-Sport und so. Und ich sage oft, man kann Fahrzeuge fahren und mutwillig kaputt machen. Ja. Man kann sie aber auch schonen. Ja. Man kann zum Beispiel mit dem 914-6 von Recaro, das Auto ist jetzt 51 Jahre alt. Da kann man beim Hochschalten schon Zwischengas geben, beim Zurückschalten sowieso. Ja. Und dann fährt man eine Auslaufrunde. Die letzte Runde wird nicht mehr gebremst, dass die Bremsscheiben, die Beläge, dass das alles abkühlt, dass das nicht aneinander haften, dass die Beläge nicht auf der heißen Scheibe kleben. Das gibt später Bremsenruppel nachher, ja, Belagauftragungen. So kann man doch Geld sparen. Und ich verstehe nicht, da fahren manche, ja, bis ans Ziel bremsen und stellen das Auto ab und stehen dann auf der Bremse. Ja, und dann klebt das alles an. Und führen dann die Wärme ab. Ich bin dann oft hergegangen und habe das Auto, Motor ausgeschaltet und abgewürgt, ohne dass ich die Bremse noch einmal bedient hätte. Ja. Und so kannst du Material und Geld sparen. Das stimmt. Ja. Der ein oder andere Hobby-Racer wird jetzt nochmal so einen Aha-Moment haben und sagen, ach so geht das. Ja, gut, ich bin immer davon ausgegangen, wenn es mein Auto wäre, wäre es mein Geld. Ja. Und deswegen bin ich auch Porsche und die Autos geschont. Und wo Porsche die Werkstätte in Welcherath gekauft hat, wir hatten ja früher die Reifenmontage, also die Räderwechsel, immer in der Boxe 17 im alten Fahrerlager gemacht. Und da bist du von der Rennstrecke runter, Räder umgetauscht und dann weitergefahren. Nachher sind wir nach Welcherath, dort waren die Monteure, die haben die Räder gewechselt. Bis wir unten in Welcherath waren die Bremsen kühl. So haben wir materialschonend fahren können. Ja? Wir haben immer gedacht, das ist auch unser Geld. Das ist wunderbar. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob jeder so diese Einstellung hat, aber ich glaube, da kommt viel zusammen. Ne? Da war der Günther genauso. Ja, das denke ich. Also wir haben da sehr geguckt, dass nichts kaputt geht. Ja, alles materialschonend gefahren. Ja.
Also ich komme da gar nicht drüber weg, dass du dein Leben lang nicht einen Unfall gebaut hast beim Testfahren bei Porsche. Also ich verstehe es auch nicht, aber ja, vielleicht habe ich einen inneren Schweinehund, der gesagt hat, so weit und nicht weiter. Ja. Ja. Sicher habe ich mich auch einmal gedreht. Ja gut, aber das war auch Teil des Testprogramms manchmal, ne? Ja. Oder mal Glück ich auch. Bin immer mit dem 928er Wippermann-Ausgang, Wippermann links mit dem Heck voraus auf Reifenpakete. Der 928 hatte ja hinten die schräge Heckteil hochgerutscht und nicht mehr runtergekommen. Ja, so, die Räder waren frei. Und dann kamen natürlich alle Tester da von den Reifenfirmen, man kannte sich ja. Und dann haben die gehalten und dann hat man das Auto wieder da runtergeschoben, war nichts kaputt. Tatsächlich, so stabil waren die, ne? Ja, ja. So, jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Jetzt habe ich dich genug gequält. Du weißt, die letzten 50 Liter Sprit, die, wenn das Rohöl ausgeht, verfahren werden dürfen pro Person. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du das? Darf ich auch 2 Autos fahren? Du kannst es aufteilen. Mit den 50 Litern. Also machen, was du willst. Du kannst ja auch im Grill zu Hause verbrennen und dir noch eine Currywurst machen. Dann würde ich einmal 944 Turbo fahren. Noch nie gehört hier in diesem Podcast? Ja. Und den Trigema 928. Jeweils eine Runde Nürburgring, dann reicht's Benzin. Garantiert. Ja. 944 Turbo, das ist so ein... Das war so ein Gedicht, ja. Oder 968. Das war entsprechend, ja. Aber 968 Turbo nicht, davon gab es ja nur 12. Das war natürlich die Superrakete, ja. Ganz klar, ja. Aber vom Fahrverhalten 944 Turbo und die waren ja verwandt. Sehr, sehr verwandt. Und beim 944, da scheiden sich immer so die Geister. Das finde ich ganz interessant, weil viele sagen, der S2 ist besser, weil der mehr Drehmoment unten raus hat und der Turbo ja doch ein großes Turboloch noch. Ne? Man fuhr ja immer hohe Drehzahlen. Ja. Du fährst ja im Grenzbereich. Ja, gut, okay, klar. Wenn du so es sei denn, du machst einen Fehler und gehst vom Gas. Aber ansonsten bist du immer so am Grenzbereich. Ja? Den Reifen kannst du nur im Grenzbereich testen. Wo will ich sagen 95%? Wo sind die 95? Na klar. Die finde ich nicht. Ja. Aber die 100%, die kann man erfahren. Ja, die erfährt man. Ja. Okay. Also jetzt schaue ich mich gleich wieder bei Mobile nach dem 944 um. Turbo. Ja. Das war Hans Klausecker und seine Wahl mit dem 944 Turbo finde ich gar nicht mal so schlecht. Zumindest würde ich gerne mitfahren, nachdem er noch nie etwas kaputt gemacht hat. Beeindruckend, wenn man immer am Limit auf der Nordschleife unterwegs ist. Wenn euch die Zeit zwischen den Donnerstagen zu lang ist, schaut doch mal auf meinen YouTube-Kanal, falls ihr ihn noch nicht kennt. Da gibt es viele weitere Gespräche und Videos, die nicht als Podcast erschienen sind und natürlich auch einige neue Videos mit Rainer Braun. Also, schaut mal rein, wenn euch in der Vorweihnachtszeit langweilig ist. Danke euch auf jeden Fall für euer Interesse und fürs Zuhören. Hier gibt es am kommenden Donnerstag eine neue Folge. Und bis dahin fahrt vorsichtig, fabriziert auch keinen Schrott und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de